Hallo allerseits, ich bin hier bei Faller in Gütenbach, bei Hendrik Mielke, Entwicklungsleiter, Forschungsabteilungsleiter. Es wurde letztes Jahr im Jahr 2020 das Schloss Bran angekündigt als Jubiläumsmodell anlässlich des 75-jährigen Firmenjubiläums von Faller. Und jetzt heuer ist es soweit, dass sie jetzt, weil das Jubiläum ja auch erst heuer ist, dann fertiggestellt wird. Hier sehen wir noch einen Prototypen und wir werden uns nachher mal in der Fertigung auch ein Teil ansehen können. Und dieses Schloss Bran geht aufs 14. Jahrhundert zurück, steht in Rumänien und ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt von einem Dracula-Film, haben Sie mir schon verraten? Ja, genau, also es ist nicht das Dracula-Schloss, auch wenn es in Rumänien steht, also nicht das Schloss vom Vlad Dracula. Es ist aber das Schloss, das tatsächlich als Kulisse gedient hat in dem berühmten Film von Bram Stoker und deshalb dem einen oder anderen vielleicht schon mal zumindest in Ansichten aufgefallen sein könnte. Es war für uns auch ein Thema, nicht das Hauptthema natürlich, dass wir sagen, wir wollen ein Dracula-Schloss machen, aber es war für uns einfach noch eine zusätzliche Gelegenheit bei der ganzen Auswahl an Schlössern und Burgen, die wir hatten und die wir hätten machen können, zu sagen, ich kann möglichst viele verschiedene Szenen draus machen, möglichst verschiedene Ideen drum spinnen und jetzt kann ich natürlich von der Filmkulisse, von einer Dracula-Kulisse, von der Mittelalterszene über eine aktuelle Touristenszene alles darstellen und das gibt mir einfach nochmal einen ganzen Haufen mehr Möglichkeiten. Das heißt, das Schloss selbst ist so Bauzustand um die Jahrhundertwende 1880, 1920 schreiben Sie, aber es ist auch in dem Zustand eigentlich erhalten geblieben und wird eben bis hin zur Neuzeit, also es dürfte dann eigentlich alle Modellbahner irgendwo freuen, die die Epochen 1 bis 5 bis 6, also bis in die Neuzeit begleiten. Bis heute, genau. Also das Schloss wurde in den Anfangszeiten immer wieder stark umgebaut. Das haben ja viele Schlösser oder Burgen gehabt. Sieht man auch schön an dem Baustil, da kommt ja das ganze Verwinkelte her, die Anbauten, die verschiedenen Türme, zum Teil auch die verschiedenen Baustile, die drin sind. Und es ist aber tatsächlich so, dass eben in den letzten 100 Jahren sich da nicht mehr allzu viel getan hat, was jetzt äußerlich tatsächlich sichtbar wäre. Und schon seit langer Zeit ist das Schloss auch eine Touristenattraktion. Es ist also, man kann es besuchen, man kann sich das dort anschauen und durchgehen. Für den einen oder anderen, der die Vorbildtreue überprüfen will, es gibt sogar eine Street View-Möglichkeit, wo man sich digital durch das Schloss bewegen kann. Ist ganz schön. Für uns war diese Burg, auch wenn sie eben jetzt gerade nicht aus dem Hauptbereich unserer Zielgruppen kommt, also aus dem vornehmlich deutschsprachigen Bereich, Deutschland, Österreich, Schweiz, ist es doch so, dass die Burg einfach all das bietet, was unserer Meinung nach eine Burg bieten muss. Das heißt, angefangen vom Burgfried, vom schönen Innenhof, den ich gestalten kann mit Szenen von Wehrgängen. Ich habe Zinnen, ich habe viele verwinkelte Dächer, kleine Balkone. Ich habe wirklich eine schöne 360-Grad-Ansicht. Ich habe unterschiedliche Materialien. Die Burg ist, was wir sehr schön finden, immer noch zu einem großen Teil verputzt auch. Das ist tatsächlich, das haben wir auch mit unseren Recherchen erfahren, bei den meisten Burgen früher der Fall gewesen, dass, wie wir heute Burgen kennen, dass man also häufig nur den Naturstein außen sieht, ist in der Regel dem Zahn der Zeit geschuldet. Das heißt, man hatte die früher dann in der Regel schon auch verkleidet außen und bei der Burg, da kommt es tatsächlich noch zum Tragen. Wir sehen jetzt hier im Prototypen noch diese Mauerausbrüche, wie sie tatsächlich prototypisch noch ohne Farbe bei uns hergestellt wurden. Wir werden Mauerteile davon dann tatsächlich in der Serie bedrucken, was dem Ganzen natürlich nochmal ein natürlicheres Aussehen gibt. Wir sind eben mit den insgesamt 25 Werkzeugen inzwischen vollständig im Werkzeugbau. Wir haben von fast allen Werkzeugen inzwischen Anspritzungen, lediglich ein einziges fehlt uns da noch. Wir haben begonnen mit den Werkzeugen, mit der Produktion der Serie, die noch eine Nachbearbeitung bekommen, eben eine Bedruckung, eine Alterung oder eben noch einen anderen Arbeitsschritt erfahren müssen danach und werden jetzt sukzessive dann, bis wir das Modell im September ausliefern, die restlichen Spritzteile produzieren. Parallel sind wir dabei, die Anleitung zu erstellen, die wahrscheinlich über 80 Seiten haben wird bei einem so großen Modell. Wir haben in jedem Gebäudeteil eine Maske, sodass ich das entsprechend auch effektvoll beleuchten kann
Und ja, wie gesagt, wir haben eben verschiedene Bedruckungen noch dran und die Halterung, um das Gebäude dann wirklich auch für den Bastler von vornherein so natürlich wie möglich erscheinen zu lassen. Die Größe 50 cm fast in der Breite und in der Höhe irgendwie 41, glaube ich. 41 cm, ja, also es ist plus minus. Ich weiß nicht, das ist eben die Maße, die entstehen normalerweise direkt aus der Konstruktion heraus. Da kann es noch minimale Abweichungen geben. Doch schon ganz groß. Das heißt, die Burg selbst ist jetzt hier in den Berg eingepasst. Sie haben aber vorhin auch schon verraten, sie ist komplett eigentlich für freistehend auch ausgelegt. Sprich, alle Mauerteile gehen dann bis runter und auch Fenster, glaube ich, sind auch teilweise auf der Rückseite sogar vorhanden. Ich muss mal schauen, dass ich da mal rumgehen kann. Genau. Also es ist tatsächlich so, dass wir wissen ja um die Not, dass wenn wir solche Gebäude machen, das ist bei anderen Burgen noch viel extremer, wenn man sich zum Beispiel die Burg Els anschaut, die sich ja wirklich so mit den unteren Gebäuden an den Fels anschmiegt, dass das für die Bastler nicht immer ganz leicht zum Umsetzen ist und haben uns dementsprechend dazu entschlossen, auch mit den verschiedenen Ebenen, mit den verschiedenen Innenhöfen, die wir haben, es dem Bastler dahingehend zu erleichtern, dass wir sagen, es gibt aber eine Grundfläche, auf die er die Burg aufbauen kann und er muss diese Felsgestaltung nicht wie im Vorbild machen, sondern er kann sie wirklich in die Ebene stellen, die Burg. Und wir haben dann auch Flächen, die jetzt im Moment durch Fels kaschiert sind, trotzdem gestaltet, sodass ich dann dort keine nackten, hässlichen Flächen habe. Das heißt, ich kann sie, wenn ich ganz will, unbedingt ganz oben auf den Berg aufsetzen. Genau, ich könnte sie auch oben auf die Bergspitze setzen. Da brauche ich allerdings auch echt einen ordentlichen Berg. Wie viele Einzelteile sind das denn? Ungefähr. Der Herr Danner hat es mir gestern gesagt, 1108, irgendwas in dem Dreh, etwas über 1100. Da ist man Zeit lang am Basteln, schätze ich. Da dürfte man gut eine Woche dran sein, ja, bis man die Burg zusammen hat. Sie ist auch wirklich ein bisschen knifflig. Sie ist auch kniffliger als das Kloster, was wir hatten, weil was wir uns schon erhalten wollten, auch wenn wir manchmal natürlich vom Vorbild ein bisschen abweichen müssen, damit das Ganze überhaupt produzierbar wird, aber wir wollten uns schon das Verwinkelte und die unterschiedlichen Winkel auch erhalten, die man an dem Gebäude sieht. Das heißt, es gibt ganz selten gerade Kanten, die einfach rechtwinklig aufeinanderstoßen und dementsprechend muss ich einfach beim Basteln auch sehr, sehr sorgfältig sein, dass wenn ich irgendwann den Gebäudekomplex schließe, ich auch da tatsächlich wieder ende, wo ich mal ursprünglich angefangen habe. Und die komplette Fertigung ist hier in Gütenbach im Schwarzwald? Ja, also das ist ja ein Thema, was wir uns nach wie vor sehr, sehr gerne auch auf die Fahnen schreiben. Wir haben jetzt derzeit knapp 100 Mitarbeiter hier am Standort in Gütenbach und produzieren ja noch immer den weit größten Anteil, über 90% der Produkte hier am Standort tatsächlich, im Schwarzwald. Das beginnt natürlich beim Werkzeugbau und der Spritzlingsproduktion über Farbgebung und die Erstellung von Druckteilen, die wir zum Beispiel haben dabei, ja, bis hin zu der Fertigung von Elektronikkomponenten, die auch von Partnern von uns im Umkreis von 50 Kilometern erstellt werden. Das heißt, Dinge, die einem gern nachgesagt werden, stimmen in unserem Fall nicht. Also ein K-System Digital zum Beispiel wird nicht in Fernost gefertigt, sondern die Elektronikkomponenten kommen von Partnern aus der Region und die tatsächliche Fertigung, der Zusammenbau erfolgt bei uns hier in Gütenbach am Standort. Also man kann sehr wohl noch auch Elektronik in Deutschland fertigen und auch hier irgendwie Modellbau, Zubehör, Modellbahnzubehör auch in größerer Menge irgendwo zu vernünftigen, vertretbaren Preisen hier in Deutschland bauen. Auf jeden Fall. Ich meine, auch wir haben jetzt gerade den Spritzguss, das ist ein hochautomatisierter Fertigungsprozess, den wir haben. Der ist nicht so personalintensiv, dass man sagt, man müsste in irgendwelche Billiglohnregionen wandern. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass die Elektronikkomponenten, die wir haben, in kleinen Serien produziert werden, in einer sehr hohen Qualität. Und da ist es zum Teil so, dass wir auch den etwas höheren Preis gerne in Kauf nehmen, aber dafür eine viel schnellere Reaktionszeit unserer Partner haben. Das heißt, wenn irgendetwas nicht passt an einer Produktion, dann haben wir eine Reaktion innerhalb von Stunden oder Tagen und nicht im Zeitrahmen von 8 oder mehr Wochen, die wir sonst haben, wenn wir das Ganze in Fernost produzieren würden. Sie haben ja vorhin schon verraten, wir dürfen uns in der Fertigung eine Spritzgussmaschine anschauen, die ein Teil für das Schloss Bran fertigt. Können Sie mal zeigen, wo das dann ist, wo das verbaut wird? Die Teile, die wir haben, die haben wir tatsächlich im Innenbereich.
Das ist hier innen die Brüstung quasi von diesem Wehrgang, den wir haben, der mit so einem Fachwerk belegt ist. Das heißt, da sehen wir dann nachher das dunkle Spritzteil, was dann später weiß bedruckt wird. Also die Ausfachung von diesem Fachwerk wird bedruckt in weiß und die Holzteile behalten dann die Farbe, die wir nachher bei dem Spritzteil sehen werden. Wir würden Ihnen natürlich gern viel, viel mehr zeigen, aber wir bitten auch da um Verständnis. Die Hygienemaßnahmen gebieten uns, dass wir den Kontakt da einfach im Unternehmen auch so minimal wie möglich halten. Da müssen Sie dann mit mir Vorlieb nehmen. Gut, dann gehen wir doch jetzt rüber in die Fertigung und schauen uns das Teil mal an. Und dann unterhalten wir uns noch über ein paar Zubehörteile, die es noch für das Schloss geben wird im Laufe des Jahres. Und dann noch ein paar weitere Neuheiten. Sehr gern. So, also sind wir in der Spritzerei bei uns. Wir haben im Moment die ersten 15 von 25 Werkzeuge der Burg Brahn bereits freigegeben, die voll in der Produktion laufen. Primär laufen natürlich bei uns im Moment die Werkzeuge, die noch einen weiteren Veredelungsschritt kriegen müssen. Das ist in diesem Fall zum Beispiel ein Fachwerk, Seitenteil, was gespritzt wird, das später noch gedruckt wird entsprechend. Man sieht hier typisch den Aufbau von unseren Spritzlingen, das heißt, wir haben unseren Varianteneinsatz und sehen jetzt hier ein halbes Werkzeug, was tatsächlich in 4 verschiedenen Varianten belegt ist und gespritzt wird für diese Fachwerksseitenteile. Also es ist eine Extruder-Spritzmaschine, wir haben einen Einfülltrichter, in dem unser vorgefärbtes Rohpolystyrol eingefüllt wird, in Form von kleinen Pellets quasi. Das fällt runter in die Extruderschnecke, wird dort erhitzt, vermischt und wird dann über einen hydraulischen Hub in das Werkzeug eingebracht, also eingespritzt mit dem definierten Schussgewicht. Man sieht dann hier drin die Form, die sich bewegt, das Werkzeug schließt sich. Wir arbeiten normalerweise mit sogenannten Zykluszeiten von ca. 15 Sekunden. Das heißt, wir produzieren pro Minute 4 Spritzlinge, das Werkzeug öffnet sich und das Spritzteil wird jeweils durch die Auswerfer, die kleinen Nadeln, ausgeworfen. So, jetzt ist es wieder ruhiger hier und hier sind wir jetzt im Verkaufs- und Ausstellungsraum der Faller Modellwelten und ich habe vorhin schon gesagt, es gibt ein paar Neuheiten noch rund um die Burg. Die Burg allein lebt ja eigentlich nur halb, wenn es keine Figuren gibt. Vollkommen richtig. Figuren sind ein Thema, aber auch einen ganzen Haufen andere Ausgestaltungsthemen sind natürlich für uns einfach wichtig, dass wir sie da transportieren können. Das kann ein Marktstand sein, ein Zaun, ein Brunnen, was wir haben. Aber ein ganz, ganz wichtiges Thema zum Leben sind natürlich die Figuren, die wir haben. Das heißt, es wird dann im Kontext der Burg einen Figurensatz geben, zum Beispiel hier typisch mit dem Wachhabenden, mit seiner Hellebarde. Es wird schlosstypische Ausgestaltung geben, wie Ritterrüstung, ein Hofnarr entsprechend oder einen Falkner, den wir haben. Ein weiteres Thema, was wir bedienen werden, auch wenn ich nicht müde werde zu erwähnen, dass das nicht unser vordringlichstes Thema ist tatsächlich bei der Burg, aber es ist einfach was der ein oder andere natürlich gern darstellen möchte, ist das Thema Dracula. Das heißt, wir werden über ein paar Fledermäuse, den Grafen selbst in unterschiedlichen Varianten, einmal mit Sarg, einmal mit einer Dame, die er gerade beißt und einmal freistehend als Satz haben. Dann haben wir ja bereits im Frühjahr unseren Rapunzelturm ausgeliefert und auch da hatte ich ja versprochen, dass es einen Figurensatz geben wird. Den darf ich Ihnen hier jetzt auch einmal präsentieren. Das heißt, wir haben einmal die Rapunzel mit einer extremen Extension. Ne? Also da haben wir dann den Zopf entsprechend, den man anbauen kann. Ich kann natürlich die Rapunzel nicht nur in unserem Rapunzelturm einbauen, sondern ich könnte die jetzt auch im Kontext der Burg zum Beispiel einbauen oder an einem anderen Turm entsprechend integrieren. Und zusätzlich haben wir natürlich auch gleich den Retter. Bei uns gibt es ja nur die heile Welt, nicht nur die eingesperrte Rapunzel, sondern auch den Ritter, der sie erlöst und der den Zopf nach oben steigt und sie dann entführen kann auf seinem Pferd.
Ein weiteres Thema an Figuren, was wir haben, ist jetzt nicht direkt spezifisch zur Burg, wird aber vielleicht den ein oder anderen Enthusiasten im Kirmesbereich interessieren. Wir haben ja die neue Steilwand-Show, die jetzt im Herbst auf den Markt kommen wird. Hierfür haben wir komplett neue Motorräder mit Fahrern gemacht. Das finde ich saustark, weil in der Form, meine ich, gibt es bisher keine Motorräder auf dem Markt. Und die lassen sich dann sowohl mit als auch ohne Fahrer darstellen. Und da wird es sicher auch die ein oder andere Auskopplung direkt als Figurensatz geben. Das letzte Thema, was ich einfach kurz mal vorstellen möchte, weil ich davon wirklich begeistert bin, auch von der Qualität, die wir hier haben, ist ein kompletter Satz Wildtiere, wie wir sie jetzt bei uns hier in Deutschland noch finden. In unterschiedlicher Häufigkeit. Bei den Feldhasen sind sicher ein paar mehr, die es noch gibt, ebenso wie bei den Waschbären. Eine Handvoll Luchse haben wir. Wir haben einen Dachs mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle, einen Haufen Füchse, die unterwegs sind. Ja, und egal wie kontrovers das diskutiert wird, den einen oder anderen Wolf. Draußen bei uns ist es ein Einzelgänger im Set, kein großes Rudel an der Stelle, aber finde ich ein super schönes Set mit einer unglaublichen Detaillierung und das ist natürlich was, wo ich einfach auch mal einen Bereich um so eine Burg rum, die ja viel Grün außenrum hat, auch super schön ausgestalten kann. Jetzt sind wir bei den Figuren im Maßstab 1:22,5, Polar G. Genau, jetzt haben wir auch hier ein paar neue Figuren. Ist ganz schön, sind Figuren, weil die im letzten Jahr wahnsinnig gut funktioniert haben wir da sofort nochmal 6 weitere Figurensätze nachgelegt, die bereits jetzt in Auslieferung sind. Die sind also seit ein paar Wochen draußen erhältlich. Was mir hier auch ganz wichtig ist, wir haben die Verpackung nochmal angepasst, weil wir wissen, es gab 1, 2 sehr filigrane Figurensätze. Man sieht das jetzt auch hier schön bei den Wanderern mit dem Stock oder mit den angelegten Armen, die unter Umständen bei dem einen oder anderen gebrochen angekommen sind. Das tut uns sehr leid, wir tauschen die natürlich entsprechend über einen Kundendienst aus. Wir haben aber auch die Verpackung angepasst, sodass sowas in Zukunft nicht mehr vorkommen kann. Also auch da haben wir kleine Optimierung. Wir haben neben den Wanderern, die wir eben jetzt rausgebracht haben, unter anderem die Fahrdienstleiter noch, dann einen weiteren Satz sitzende Personen, auch wieder mit einem Kind dabei, und dann entsprechend noch einen Satz mit 6 Fußgängern. Und alle in der neuen, gewohnt hervorragenden Detaillierung und Bemalung, die wir haben. Ein weiteres Thema für die Gartenbahn, da möchte ich jetzt dann einfach schon mal einen kleinen Einblick, eine Sneak Preview geben. Wir haben seit vielen Jahren, die Gartenbahner werden das kennen, unsere Schranke, die wir haben, die ja normal noch einen Behang hat. Und die wir seit vielen Jahren leider nicht mehr mit Antrieb anbieten konnten, auch weil es da einfach Defizite gab, was Wasserdichtigkeit anbelangt hat, was auch die Anfälligkeit für Tiere anbelangt. Dementsprechend arbeiten wir derzeit an einer komplett neuen Variante des Antriebs, der dann aber kombinierbar sein wird mit der vorhandenen Schranke. Das heißt, wir haben hier bereits das neue Gehäuse, man sieht das jetzt im 3D-Druck, dann die Anlenkteile, die wir haben, die ist bereits im Dauerlauf getestet und wird jetzt so im Werkzeug umgesetzt, sodass wir dann auch entsprechend die Kunststoffe einsetzen, die auch außenwitterungstauglich sind und da beständig genug sind. Eine große Besonderheit ist, das Ganze wird per Servo angesteuert werden und dieses Servo, was wir einsetzen, ist selbstverständlich ein wetterfestes, wasserdichtes Servo und es ist nicht nur wasserdicht, es ist auch ameisendicht. Ich denke, die meisten Gartenbahner werden wissen, wovon ich rede. Ja, das ist ein Riesenproblem oft. Die Tierchen, die kommen tatsächlich gern auch überall rein, wo es dann mal zumindest phasenweise trocken ist. Wann schätzen Sie, dass die Schranke dann im Neuanlauf kommen wird? Die wird auf jeden Fall zur nächsten Gartenbahnsaison kommen. Also ich gehe davon aus, dass wir die spätestens im Mai kommenden Jahres dann also im Mai 2022 bieten können. Genau.
Gut, bedanke ich mich für den schönen Ausflug in die Welt der Maßstab 1:87 mit der Burg Bran und der neuen Figuren und dann noch mit den Spur G-Figuren und der neuen Schranke. Und das war's hier von den Modellbahnwelten bei Faller in Gütenbach und bedanke mich bei Herrn Mielke, dass er sich die Zeit genommen hat. Sehr gerne, und ich möchte natürlich alle Ihre Zuseher auch gern einladen in unseren Shop. Man muss im Moment ein bisschen schauen im Internet, wann was wie genau geöffnet ist und was welche Hygienekonzepte vorschreiben, aber wir sind auf jeden Fall auf Besucher vorbereitet und freuen uns, wenn jemand vielleicht auch einfach im Schwarzwald zu Besuch ist und hier mal vorbeikommen möchte. Und dieser Shop ist ja hier nicht nur ein Shop, sondern es sind auch schöne Anlagen, Vorführmodule, bei denen man Verschiedenes sehen kann. Hier der große Portalkran, sind hier insgesamt so 10, 12, 14 Stück aufgebaut. Das ist auch eine grundsätzlich wechselnde Ausstellung. Wir zeigen hier natürlich auf der einen Seite die Messemodule, die man von den großen Messen kennt aus den letzten Jahren. Aber wir haben zum Teil auch Besonderheiten, die exklusiv, wie zum Beispiel unsere Kirmesanlagen, nur für die Ausstellung hier gebaut werden. Und was natürlich ein großer Vorteil ist, wir haben einen enormen Fundus an Anlagen, wie zum Beispiel auch Spezialthemen. Hinterm Herrn Pernsteiner steht noch ein Wintermodul zum Beispiel. Das sind Themen, die wir sonst auf den Messen nicht zeigen. Und hier können wir natürlich immer durchtauschen und Highlights aus der Vergangenheit und auch aus dem aktuellen Programm zeigen. Gut, danke. Wiedersehen. Sehr gerne. Auf Wiedersehen.